Ich glaube, die Idee, mit der alle da rangegangen sind, war ja, dass Deutschland als Vorsitzland in diesem Jahr der G20 einmal diesen Gipfel ausrichten muss. Und nachdem wir schon zweimal in Berlin waren, hat man gesagt, wir haben ja noch eine andere große deutsche Stadt, das ist Hamburg. Wir stehen für Internationalität, für Dialog, für Vernetztheit und wir können natürlich im Grundsatz auch einen solchen Gipfel ausrichten. Also ich bin Christian, ich komme aus Hamburg und ich gehöre dem Netzwerk Skills for Action an. Das ist ein deutschsprachiges Netzwerk, die Aktionstraining organisieren. Guten Tag, hallo. Ich glaube, ganz viele sind einfach nur angepisst. Also das heißt, die müssen gar nicht so politisch sein, sondern es ist einfach nur, dass sie sagen, so, warum treffen sich die Leute hier? Das ist doch total blöd. Warum nehmen sie sich nicht irgendwie eine Insel oder irgendwie einen Flugzeugträger? So sieht eure Demokratie aus! Die G20 sind halt einfach illegitim. Sie sind halt die Charaktermasken oder die Repräsentanten des herrschenden Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist einfach total schädlich für die Menschheit, für die Umwelt, für alle. Und deswegen muss man dagegen protestieren. Wir leben, wohnen und arbeiten hier. Wir bleiben auf der Straße, ob der Gipfel kommt oder nicht. Ja, als ich heute gehört habe, dass sogar Karstadt seine Schaufenster mit Brettern zunagelt, habe ich gedacht, da kann ich ja gar nicht shoppen gehen. Das finde ich sehr schade. Eigentlich habe ich keine Sorgen vor dem Gipfel in Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist stark genug, das auszuhalten. Und ich glaube auch, dass die Menschen hier vielleicht nochmal wachgerüttelt werden, wie die Welt von heute aussieht und was sie dagegen tun können, dafür tun können, dass sie besser wird. Ich hoffe, die Menschheit begreift, dass wir nur eine Welt haben. Und das zum G20-Gipfel. We love it! Ja, ich erwarte einfach, dass Menschen wirklich sich zusammenschließen und erkennen, dass es eine Chance gibt, diese Welt zu verändern. So. Ich sehe halt das Potenzial. Ich finde es sehr gut, dass total viele Leute dagegen sind, was da abgeht, dass Leute sich nicht damit abfinden wollen, dass die Welt weiter repressiv gestaltet wird. Und das freue ich mich einfach, dass Menschen das auch anerkennen und auch sehen und dass sie dagegen was machen wollen. Letztendlich ist es einfach nur, dass ein paar mehr Leute in der Schanze und Umgebung sind. Es ist nichts anderes als sonst. Heute, wie gesagt, alle tauschen sich aus. Es ist lustig, es ist einfach, jeder gönnt sich ein Feierabendbierchen zusammen. Ach so, ja, ihr steht quasi hinter dem Wasserwerfer. Okay, ich stehe, wenn du an dem Wasserwerfer vorbeigehst, dann siehst du mich. Ich stehe auf dem Schritt. Nein, auch, von der anderen Tür, ne? Also meine Erwartungen sind, dass man friedlich seine Meinung kundgibt, dass es nicht irgendwie ausartet in irgendwelche Krawalle mit Wassersprengern etc. pp., sondern man kann gerne seine Meinung vertreten, man kann durch die Stadt marschieren, weil die ganze Stadt wird lahmgelegt, aber es sollte friedlich verlaufen.
So, alles runter, was nicht Polizei ist. Gehen wir rechts runter von der Straße. Alles runter. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. 300 weiter vor. Es war leider gestern Abend schon zu merken, da war ja schon die erste Aktion von Alles Allen, das Hardcornern. Das heißt, Leute gehen einfach auf ihre Straßenecke, setzen sich da auf ihr Sofa, bauen einen Grill auf und nehmen sich die Stadt wieder zurück, die ihnen von offizieller Seite eigentlich genommen werden sollte. Und da gab es schon 1, 2 Vorfälle, wo mit 20 Wasserwerfern auf ein Picknick zugestürmt wurde. Das ist kein schönes Bild und das wirft auch da wieder Fragen auf, wie geht man mit so einem Gipfelprotest um. Tausend Gestalten ist der Versuch, einen Protest auf eine kreative Art und Weise auf die Straße zu bringen, ohne Worte, dafür mit sehr viel mehr Bildgewalt, weil wir glauben, dass das die Menschen sehr berührt, dass es sie eher mitnimmt, weil sie an so einer Art von Protest vielleicht sich mehr eingebunden fühlen, neugieriger sind, interessierter und offen für einen politischen Gedanken dahinter. Auf den G20-Gipfel sind viele jetzt schon schlechter Stimmung. Es gab ja schon im Vorfeld Aktionen der Polizei, die für sehr viel Unmut gesorgt haben, dass die Camps geräumt wurden, dass große Teile der Stadt einfach faktisch nicht mehr benutzbar sind, dass man sich überall beobachtet fühlt. Die Schotten werden dicht gemacht. Von allen Seiten gibt es ja wirklich große Sicherheitsbedenken. Gleichzeitig gibt es nicht genug Platz. Man kommt sich da in die Quere. Weder die Gipfelteilnehmer noch die Leute in der Stadt haben das Gefühl, das ist ein guter Ort, um sich zu treffen. Man hätte auch einfach vor den Toren Hamburgs sich einen Ort suchen können, wo man eben das Leben der Menschen nicht so derart beeinträchtigt. Und gleichzeitig, wie gesagt, wer zu so einem internationalen riesigen Gipfeltreffen einlädt, der lädt natürlich auch den Protest mit ein. Also ich persönlich habe ganz bestimmt Sorgen bei dieser Welcome to Hell Demo, weil da will ich auch hingehen und da habe ich wirklich Sorge, dass die Polizei da heftig einschreitet. Ja, von der Polizei, was erwarte ich da? Dass sie uns in Ruhe demonstrieren lässt, weil das ist ja ein Recht, was im Grundgesetz ausdrücklich festgeschrieben ist, dass wir hier Rede- und Versammlungsfreiheit haben. Und ich finde es schon jetzt ein Unding, was hier abgeht.
bisschen Angst, dass der Name Programm wird, Welcome to Hell. Und mit vielen Leuten jetzt vorab gesprochen und keiner möchte so richtig sich in die Crowd begeben. Wir sind dann am Donnerstagabend mit der Versammlung Welcome to Hell, von der wir wussten, dass sie nicht friedlich bleiben wird. Das war auch so angelegt und angekündigt. Ja, so umgegangen, dass wir den friedlichen Teil vom nicht friedlichen Teil, der von Anfang an ja deutlich gemacht hat, dass er die Versammlung eigentlich nicht den Regeln entsprechend durchführen will, dass wir die voneinander getrennt haben. Das hat erstmal zu einer Gewalteskalation für eine Zeit geführt, aber später mit etwas Verzögerung konnte der friedliche Teil der Versammlung durchgeführt werden. Ich war am Donnerstagabend auf der großen Demonstration, wo ich einfach sagen muss, das war unfassbar, was da abgegangen ist. Für mich waren das da teilweise Zustände wie auf der Duisburger Love Parade. In so eine Demonstration so reinzugehen, dann nimmt man bewusst Verletzte, Tote in Kauf. Non-violence! Stop the violence! Stop the violence! Unbeteiligte und die Personen auf der Fahrbahn, auch an der Treffezone. Sie behindern hier das Fortgehen der Polizei. Hier gibt es keine Unbeteiligten mehr. Ich bin Michael Martin, Mitorganisator der Kundgebung Welcome to Hell, die gestern stattgefunden hat. Unsere Einschätzung ist, dass diese Eskalation gesucht wurde, um sich selbst freie Bahn zu schaffen für Einsätze, die man jetzt in den nächsten Tagen fährt.
gegen Leute, die versuchen, Sachen zu blockieren, gegen Leute, die sonstige Spontandemos auf die Straße bringen. Das war die polizeiliche Zielsetzung und das ist mit allen Mitteln versucht worden umzusetzen. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Gut, wir sind mittendrin, die Einschränkungen sind schon da. Also wir sehen, es sind keine Autos auf der Straße, keine Busse fahren. Das Einzige, was man hört, sind Polizeihubschrauber und Polizeisirenen. Die Stadt ist komplett lahmgelegt. Tourismus ist minimal, die fahren hier mit 6, 7, 8 oder 10 Gästen noch los, wenn sie sammeln. Normal sind da 30, 40, 50 drauf. Also ist kompletter Irrsinn. Der Geist soll wachsen, nicht das Geld, Gemeinwohl, Ökonomie. Wir schaffen eine bessere Welt. Wir haben so eine Anspannung, ne, weil wir halt nicht wissen, ob wir irgendwo von wem auch immer gestürmt werden. Jetzt gerne mal wieder abziehen. Hier ist eine Veranstaltung. Was soll das denn? Hört auf damit! Hier ist ein Friedensfest! Ein Friedensfest ist das. Diese Straftat nicht dulden und mit Machtmitteln von dem, was man aber gegen vorgeht. Unbeteiligte werden aufgefordert, sich jetzt aus dem Bereich zu entfernen, damit sie nicht leicht nach der Politik. Ich vertraue einfach auf die Mehrheit ist friedlich und dass wir welchen Chaoten und welcher Staatsgewalt auch immer halt eben einfach zeigen können, dass man auch friedlich seine Meinung kundtun kann. Ist ja auch halt immer so ein bisschen Sache der Berichterstattung, was halt letztendlich rüberkommt, was man halt auch mitbekommt. Ich war jetzt halt nicht wirklich beteiligt an den Demonstrationen, bin jetzt hier mehr oder weniger zu Besuch. Finde aber, das ist ziemlich kontrovers, was halt hier passiert. Also sei es jetzt Polizeigewalt oder eben halt die Gewalt von den Linken die von den Linken ausgeht.
Für mich waren keine politischen Ansprüche, die da drüben umgesetzt wurden, sondern reiner Krawall. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also friedlicher Protest, ja. Bin ich wahrscheinlich auch mehrheitliche Meinung. Friedlicher Protest, ja. Dieser Mob, der wild durch die Straßen läuft, das ist kompletter Irrsinn. Das hat auch nichts mit politischer Meinungsäußerung zu tun. Das ist einfach nur Scheiße. Also ich als Anwohner hier mitten auf St. Pauli bin natürlich alles andere als amused, aber das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt wahrscheinlich auch für alle anderen Hamburger, weil es hat sich definitiv in den letzten Zeiten gezeigt, dass Herr Scholz, Herr Grode und vor allem auch Herr Dudde nicht in der Lage sind, solch eine Veranstaltung in Hamburg durchzuführen. Der Bürgermeister hat gesagt, wir richten ja auch jedes Jahr den Hafengeburtstag aus. Das ist definitiv eine andere Belastung, würde ich sagen. Die Bevölkerung in meiner Meinung nach 3/4 sagt, seid ihr des Wahnsinns. Hier im internen Bereich, das war unfassbar, was man hier auch von Seiten der Polizei erleben musste, angefangen mit der Demo am Donnerstagabend und das Vorgehen der Polizei und dann für alle anderen Hamburger, sage ich mal, das Verkehrschaos rund um unser Viertel. Ja, das spricht für sich. Kann ich jedem Bürger nur empfehlen, sich mal an seinen SPD- und Grünen Abgeordneten zu wenden und sich da mal zu bedanken. Ne? Meine Damen und Herren, darf Sie begrüßen zum heutigen Pressebriefing. Die Einsatzkräfte der Polizei hatten den gesamten gestrigen Tag über und an vielen Stellen der Stadt sicher die herausforderndste Einsatzlage zu bewältigen, mit der wir es in Hamburg bisher zu tun hatten. Ich glaube, man muss anerkennen, dass wir immer mit demselben Einsatzkonzept unterwegs waren. Solange etwas friedlich bleibt, wird es unterstützt und begleitet. Sobald es zur Ausschreitung kommt, geht man dagegen vor. Und das war einfach gestern Abend mit der Schwierigkeit versehen, dass wir eine Situation erstmal hatten, in der wir uns einem vorbereiteten, hochgefährlichen Angriff auf die Einsatzkräfte gegenüber sahen und deswegen erstmal auch durch Spezialeinheiten die Situation auf den Dächern, insbesondere auf einem Dach, klären, bereinigen mussten. Und da ist er auch zu 13 Festnahmen gekommen und erst dann ins Schulterblatt einrücken konnten. Die müssen ihre Konsequenzen ziehen. Es kann nicht angehen, dass Grode weiter, nicht nur unser Nachbar, der wohnt hier 100 Meter weiter, bleibt, sondern er muss auch als Innensenator zurücktreten. Herr Scholz kann sich, glaube ich, seine Kanzlerkandidatur abschminken, weil wer keine Sicherheit kann, und Herr Scholz, das können Sie nicht, der kann auch nicht Kanzler werden. Das war das Ende seiner SPD-Parteikarriere. Deswegen, ich sage einfach, hier müssen Konsequenzen gezogen werden und vor allem Dudde muss weg. Ja, ich denke schon, dass wir nach diesem Gipfel mal einen Strich drunter machen müssen und mal sehr unaufgeregt und mit kühlem Kopf sehen müssen, wie bewerten wir das jetzt eigentlich? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem, was wir da jetzt erlebt haben, die Tage? So der allergrößte Anteil war natürlich friedlich. Die allermeisten Menschen, die hier waren, waren friedlich, sind natürlich keine Gewalttäter. Das ist ein wirklich kleiner Teil. Aber der dominiert natürlich jetzt die gesamte Berichterstattung. Da wird diese Auseinandersetzung mit unserem Staat, mit der Polizei geführt. Und das müssen sich eben alle, auch die mit einem echten inhaltlichen Anliegen, mit einem politischen Anliegen hier unterwegs sind, auch mal dann genau ansehen, weil sie werden natürlich mit ihrer Botschaft auch da total an den Rand gedrängt. Wollen wir nicht einfach eine Flagge nehmen und nicht den Aber ich habe jetzt den Banner geholt. Du musst es kommen. Wäre natürlich auch lustig, wenn es... Oder ist gut, dann kommt das teure Banner noch mal zur Geltung. Ja. Nur für diesen Tag gemacht haben. Ja, wir haben heute ein kleines Gipfeltreffen veranstaltet, ins Leben gerufen. G-20 mit den 20 kleinsten, unbedeutendsten Mikronationen der Welt. Wir hatten 2 freundliche Vertreter von Ladonien da, eine kleine Mikronation am Rande von Schweden, so in so einem Länderdreieck. Mit denen haben wir heute konferiert und ein Zusammenarbeitsabkommen auf allen Ebenen verabschiedet. Und ich muss sagen, wir sind natürlich etwas schockiert. Wir machen ein kleines Gipfeltreffen
Und bloß weil wir noch nicht an der Macht sind, wird hier so ein Riesengebot aufgefahren mit Hubschraubern den ganzen Tag, schon die ganze Woche vorher, Wasserwerfern. Das ist wirklich unmöglich. Es wird wirklich Zeit, dass diese Regierung abgesetzt wird und durch uns ersetzt wird. Aber dafür veranstalten wir diese Wahl am 24. September. Und dann machen wir ganz friedliche G-20-Gipfel mit allen Mikronationen. If the prisons and the drugs don't get us bullets or rid us of the disenfranchised, money and lies, pulling wool over eyes, we flocking the sheep. Only choice is stay woke or return to sleep. When the streets stay popping and